with no broke. Now I ain't saying she a gold digger, but she ain't messing with no broke. Get down, girl, gon' head, get down. Get down, girl, gon' head, get down. Get down, girl, gon' head, get down. Get down, girl. Gold Digger! Einen wunderschönen guten Tag, liebe Freunde von den Trade Street Boys. Hi, ich bin Steve. Noch ein letztes Mal dürft ihr alleine mit mir Vorlieb nehmen, bis der kleine Junge aus Ägypten kommt. Den hole ich heute Abend am Flughafen ab. Vielleicht gibt es ein kurzes Live. Ja, Gold Digger. Ich hoffe, ihr wart drin. Brutal, was haben wir da am Wochenende für eine massive Kerze nach oben gesehen? Ein Stößchen drauf. 3485 Punkte. Wir müssen mal drauf schauen. Unglaublich. So, meine Damen und Herren, wie immer top vorbereitet, ihr wisst, live ist mir am liebsten. Das ist Gold. Leck mich am... Ich habe es euch gesagt, guckt mal. Ihr könnt euch erinnern, beim letzten Video, ich habe es genauso offen gelassen, nichts geändert. Wenn wir hier über diesen Widerstand drüber gehen und die 3325 durchreißen, ist der Weg frei komplett nach oben und das hat echt Boom gemacht. Hau ab. Ich habe einen Teil meiner Longs verkauft. Warum? Bin dann heute Morgen übrigens kurz short gegangen bei der 3385 bis zur 3370 soeben, weil ich sehe hier Aufsatzpunkte und zwar in folgenden Bereichen. Das ist jetzt übrigens der Stundenkerzen-Chart. Guckt euch das an. Wir haben hier oben heute die 3489 geknackt. Horst, was machst du hier? Horst ist übrigens mit dabei. Horst, sag hallo. Ja, auch er ist Analyst bei uns. Er kostet nichts. Und er ist nicht der Schlauste, aber ist egal. Dafür ist er nett. Genau, folgende Einstiegspunkte, falls ihr noch long gehen wollt. Jetzt erstmal sind wir in der Zone, wo ich etwas aufpassen würde. Wäre hier zum einen die 3355, 3350, 3455, 3450 und auch hier nochmal wieder der 3425er Aufsatz, wo es dann so nach oben ging. Wir sehen den Durchschlag hier. Ich gehe davon aus, dass wir auf die 3425 definitiv nochmal runtergehen, bevor es dann weiter hoch geht. Ich hatte euch die Ziele für September, Oktober auf 3620 vorgesagt. Ich möchte frech behaupten, ich glaube, wir waren das einzige Forum im YouTube, ich habe mir gestern mal 3 Stunden Zeit genommen, die es auf den Punkt vorausgesagt haben. Also ihr hättet mit uns bei 3325 long gehen können und bei der 3370. Ihr hättet da echt Kohle verdienen dürfen und ich zeige euch mal, wie viel das gewesen wäre. Stopp, den mal hier weg. So, gucken wir mal. Das war hier, als wir das angekündigt haben und das wären mit dem 5er Hebel, ja, ein paar Euro gewesen, hätte ich gesagt. Okay, das waren einmal 5%, ganz genau 5%. Ja, hättet ihr was machen können. Wir waren ein bisschen mehr gehebelt natürlich drin. No risk, no fun, wie man so schön sagt. Und dementsprechend, ja, gratuliere an alle, die dabei waren. Und folgt uns, liked uns, abonniert uns. Denn wir kommen auch zum nächsten Jungen, und zwar den Kollegen DAX. Ich habe hier auch nichts verändert. Das waren die Trendlinien und der Trendkanal, den ich eingezeichnet habe, in dem wir uns hier befinden. Der wurde tatsächlich auch heute Morgen berührt auf der Oberseite und zwar bei ja, 23,965. Da sind wir jetzt gerade im Land des Niemals. Endens, sagen wir mal so, in the middle of nothing. Ja, oben auch angetitscht. Eigentlich, wie ihr seht, meine Kanäle passen ja. Also wir können da wirklich danach gehen. Das ist nichts geändert. Es ist exakt das, was ich am Freitag und am Donnerstag eingezeichnet habe. Ihr könnt die Videos verfolgen und seht, dass das hier absolut echt, ich glaube, ein geiles YouTube-Forum ist. Kann man da Forum sagen? Kanal. Wir sind ein Kanal. Der Kanal. Nun 889 Abonnenten. Geil. 111 und wir haben die 1000 voll. Dann geht's rein mit Money, 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 Money. Nee, heute ist ein guter Tag. Genau. Was machen wir beim DAX? Erstmal gar nichts. We are waiting for a girl like you. Wir sind ja noch im Short drin, den lassen wir auch laufen.
Das sieht für mich alles trotzdem alles sehr, sehr bärisch aus. Obwohl, ich muss eins dazu sagen, Leute, heute ist kein Handel in den USA. Die haben heute Feiertag. Heute ist der 1. September. Einen wunderschönen Septemberbeginn. Der Herbst steht vor der Tür. Er könnte stürmisch werden. Deswegen bleiben die Ranges im DAX. Ich gehe davon aus, dass wir hier unten die nächsten Tage auf jeden Fall noch die 23,875. Das war übrigens auch, ich glaube mal, letzte Woche Montag, Dienstag, das, was ich angekündigt habe, dass wir hier die auf jeden Fall nochmal sehen und dann nach unten vorsichtig fahren im Zickzack-Modus. Politisch, genau, was wollte ich sagen? Am Freitagabend kam ja noch die News raus, das Gericht hat jetzt erstmal die Zölle von Trump gekippt, was für mich aber noch nichts bedeutet, denn ihr wisst genau, das Thema muss nochmal eine Instanz höher. Jetzt ist die Frage, wie entscheiden die? Trump beharrt auf diese Zölle und ich denke, das wird auch so bleiben. Und wie ihr an den Marktreaktionen seht, hat es da mal gar nichts gemacht. Also der Markt ist dem scheißegal jetzt, was da passiert. Übrigens war dann noch das Treffen der Giganten. Xi Jinping hat er getroffen. Mit dem Mann wollte er Rose kaufen, mit Inder und mit Wladimir Blatt. Dementsprechend diese Jungs und noch ein paar andere werden hier diese Woche auch noch auf Kim Jong-un treffen. Ein wunderschöner, junger, dynamischer Staatsführer. Wir wissen es ja nicht, wir wollen nichts Falsches sagen. Genau, gucken wir mal, was da noch rauskommt. Da gibt es auch noch Potenzial. Die ziehen da gerade ein bisschen ihre Kreise zusammen und versuchen da gegen den Westen vorzugehen. Inwieweit sich das dann hier in den Börsen auslegt, werden wir sehen. Für mich alles bärisch zu betrachten. Exaktamente, gehen wir nochmal kurz ein auf den Dow. Hier auch die Linien eingezeichnet. Wie wir sehen, da konntet ihr schön traden. Also das, was ihr hier eingezeichnet habt, das ist eigentlich ja einfach auch wieder richtig schlau gewesen, glaube ich, ohne mich jetzt selbst irgendwie zu arg zu loben. Sehe hier zwei so Kerzen, die hier eigentlich auf ein bisschen was Steigendes heute, aber wir reden von keinem Markt heute hinweisen. Gehe davon aus im 5-Minuten-Chart, dass wir heute irgendwo in die 650, 700 da in dem Bereich uns hinbewegen dürften. Genau. SP hat sich auch nichts geändert. Ich hatte euch ja gesagt, wir haben hier die 6502, 6509. Mein Gott. 6502 sind wir short nochmal gegangen mit unserer Mittelposition, haben die 6440 erreicht, die 6440, ihr könnt euch auch noch erinnern, das war auch letzte Woche, ich glaube Montag, Dienstag, als ich euch genau diese Strecke vorausgesagt habe, wie wir langlaufen, 6450, 6440, hier sind wir wieder zurückgedrückt worden am Freitag, meine Lieben, genau hier und dementsprechend, ja, schauen wir mal, bewegen wir uns hier auch genau in dem Bereich drin. Also jetzt mal hier der Deckel irgendwo in dem Bereich 6,475 drin. Ja, wir lassen den Short logisch laufen. Wir sind ja nicht bescheuert, denn wir haben es ja angekündigt und bleiben da auch drin. Genau, Nastakovici, ja, sind wir hier auch ähnlich. Ihr kennt die Linien, das ist witzig. Gehen wir mal da in den Tageschart nicht. Ich möchte die Stunden, mein Schatz. So, hast du hier. Ja, da sind wir hier auch unten aufgeträufelt ein bisschen und schauen wir uns das mal heute an. Das könnte auch hier ein leichtes nach oben geben. Wenn ich das hier so anschaue, genau, das sind so die klassischen kurzen Andipper, so zwischen 13 und 14 Uhr, da ging es dann mal auf die 398 und wurde direkt, ja, 20 Punkte zurückgestoßen. Sehe hier auch leichtes Aufwärtsmomentum, nur für den heutigen Tag, allerdings übergeordnet bärisch. Und dann habe ich noch folgende Info bekommen. Uns hat ein User geschrieben, ich habe jetzt nur den Namen vergessen, Trade 88, irgendwas. Wir sollten doch mal die Under Armour Aktie uns angucken. Under Armour, ja, kenne ich logischerweise. Under Armour ist für mich auch immer auf der Watchlist drauf. Ich komme auch gleich dazu, warum. Ich sehe Positives, ich sehe Negatives. Die Aktie ist zum einen mal richtig günstig momentan. Wir kriegen die hier, ich mache es jetzt mal auf TradeGate, weil dann sehen wir, was da heute passiert. Hat heute mal 2% plus gemacht und die Kollege Oxy ist echt richtig runtergedatschelt. Ja, das muss man so knallhart sagen. Also guckt euch den Spaß mal an. Oh, das war der falsche.
Ich wollte dahin. Ihr seht, toll vorbereitet. Jetzt, da sind wir da. Genau, da sind wir prima. Übel. Übel, sage ich euch nur. Die Aktie war doch echt mal hier oben im Bereich von, jetzt sieht man es ein bisschen besser, ja, 43 Euro. Ist jetzt für 4 Euro, also es ist genau ein Zehntel. Ja. Also ihr konntet hier echt mal knallhart einen entgegengesetzten Ten-Bagger machen, wenn ihr da richtig eingestiegen seid, was natürlich wahrscheinlich eure Frau zu Hause nicht feiert. Aber ja, ihr könnt ja Klamotten von denen kaufen für die Frau, dass sie beim Sport wieder fit wird. Dann habt ihr auch wieder mehr Spaß in der Kiste und dementsprechend helft ihr der Aktie damit ein bisschen. Okay, Spaß beiseite. Ich gehe mal ein bisschen detaillierter darauf ein. Die hatten jetzt wieder mal richtig beschissene Quartalszahlen. Die kamen im August. Wie ihr seht, ging es dann hier richtig von 6,13 runter auf die 4. Ich sehe hier auch irgendwo mal den Boden tatsächlich im Bereich 4. Tiefer sollte es nicht gehen. Ich sehe hier Rückläufe irgendwo. Ich meine, da kannst du hier auch wenig mit einem Kanal arbeiten. Das muss man auch so sagen. Das ist rückläufig, das sieht man. Ich gehe mal davon aus, dass wir hier den Bereich erstmal wieder katscheln müssen. Und zwar wären das ja 503, 550, 545, irgendwo mal gucken, wenn es denn da so hingeht, wie es da dann nach oben weitergeht. Dann natürlich hier oben diese Barriere, die wir hatten hier, das ist ja mehrfach berührt im April diesen Jahres, im Mai und auch im Juli. Da müsste man erstmal drüber, damit wir dann irgendwas sehen. Das kommt auf die nächsten Quartalszahlen wieder an. Under Armour selber auf langfristig gesehen ist das Problem, ich mag die Klamotte ehrlich gesagt persönlich wenig. Man könnte hier reingehen, vielleicht haue ich mir mal einen Tausender rein oder sowas ins Depot. Potenzial sehe ich hier nach oben irgendwo, aber doch sehr gedeckelt und mehr wie, ich sag mal, in den nächsten 2 Jahren von Bereich 8 bis 10 Euro sehe ich hier nicht, weil mein gutes KGV ist, kannst du jetzt erstmal in die Tonne schieben irgendwo, aber es ist halt einfach eine Trendmarke. Ihr wisst selber, ich will es jetzt nicht Ed Hardy, Sportartikelhersteller nennen, aber ja, da hast du ja auch nichts mehr gehört, bis dann wirklich jeder Ahmed und so die Klamotte anhatte. Entschuldigung, auch jeder Klaus Uwe. Und dementsprechend, ja, schwierig. Schauen wir mal hier, Kennzahlen, Umsätze gehen halt auch zurück. Ihr seht dann hier, gut, den Corona-Hype. Das war natürlich spannend und dann sind wir hier einfach rückläufig. EBITDA ist beschissen, wenn man es ganz ehrlich so sieht. Was natürlich, klar, das Management jetzt ändern kann, Einsparungen erzielen kann, ja, durch Werbung, wie bei Puma auch versucht, da irgendwas zu retten. Also es wird nach oben gehen, 4 Euro unten ist mal safe, aber wie gesagt nach oben begrenzt und dann muss man sich das einfach mal angucken. Genau, so viel zum Thema Under Armour, hoffe ich könnte euch da helfen, da auch Kommis, Likes da lassen, wenn es irgendwie scheiße ist und ihr sagt, nee, das ist Müll, was der erzählt, dann gerne bitte drauf eingehen, ich bin da lernfähig. Und ich habe noch eine Aktie für euch und ich feiere sie total ab, deswegen bitte nicht lachen. Und zwar, ich habe mir heute Folgendes ins Depot reingelegt. Ich liebe das immer. Wir sind so richtig unprofessionell, aber das macht es einfach auch aus. Es wird sich aber ändern. Wir werden einen Enzo hier hinzubekommen und dementsprechend wird das Ganze ja auch etwas professioneller aufgebaut werden. Da freuen wir uns auch drauf, weil, wie gesagt, sonst wirkt es ein bisschen affig, aber wir müssen erstmal das Ganze hier irgendwie aufbauen. Freuen uns auf jeden Fall, dass wir euch schon dabei haben. Und ich habe mir eine SPVG Unterhaching reingelegt. Oh, wer kennt sie noch? Die waren mal irgendwie vor 20 Jahren in der ersten Liga. Ein Vorort von München. Und es ist brutal. Ja, es ist brutal. Die Aktie ist einfach mal um 22% hochgeschossen. Also man muss sich das mal angucken. Auf dem 5-Jahres-Chart hier. Die waren einmal irgendwo bei 6, 7 Euro. Dementsprechend, warum? Die sind jetzt in der 4. Liga, Bayernliga Süd.
oder ist es in der Landesliga Süd, Bayernliga Süd, 4. Liga, ihr wisst, was ich meine. Und die haben jetzt echt einen fundamental genialen Start hingelegt. Die haben, soweit ich weiß, alle Spiele gewonnen, sind Tabellenerster. Hier wird spekuliert auf einen Aufstieg. Wenn der natürlich passiert, dann sehe ich da oben irgendwo die 2 Euro, 2,50 Euro definitiv kommen in die 3. Liga, wenn die das schaffen. Und das sieht nicht schlecht aus. Die spielen wirklich gut. Und dementsprechend auch die Marktwerte der Spieler sowie auch Werbepartner wieder reinspringen, sind dann natürlich auch Umsätze und EBITDA von der Generierung her besser. Einfach rein damit und warten. Also jetzt ist natürlich ein Geheimtipp, nicht mehr so ganz, aber vielleicht doch. Ich bin jetzt vielleicht auch der neue Meme-Stock-Mensch hier, ist wieder eine, der damals GameStop oder so gemacht hat. Das könnte die neue Unterhaching werden, wenn die Welt drauf schaut. Wir werden es sehen. Aber da bleiben wir freundlich mal drin. Genau. Was gibt es sonst noch? Sorry, ich muss kurz... Ich sag da nichts dazu. Ich finde das einfach witzig. Ich finde es cool und ich bin nicht der Gesinnung rechts, nein, das nicht. Aber ich finde, es regt zum Umdenken in der Regierung an und vielleicht zum Prioritäten setzen, was hier wirklich eigentlich gebraucht wird, denn unsere Wirtschaftszahlen und die Industrie jammert und versucht hier irgendwas zu machen und genau, das sind unsere Themen, die wir momentan haben und in Ungarn sitzt jemand, der hier Leute abfackelt und Häuser und da wird es akzeptiert, da wird auf den Orban geschimpft und umgekehrt. Also man sieht hier wirklich die falsche Einstellung teilweise, die hier vorherrscht und dass die Probleme, die wir wirklich haben, nicht angepackt wird. Das ist meine persönliche Meinung kurz dazu. Genau, was ihr davon haltet, lasst ein Like da, Kommi da. Oder ein Dislike, keine Ahnung. Und ich freue mich auf morgen. Morgen sehen wir uns wieder. Ich wünsche euch einen erfolgreichen Trading-Tag. Wie gesagt, Amis zu, wird nicht viel passieren. Ja, und guten Start in September. Macht's gut, eure Trade Street Boys. Ich bin der Steve. Ciao.